Hi, schaut mal, was angekommen ist. Die Rolle von Alujet, die ist richtig, richtig schwer. Das ist so dickes Material und demnach wiegt das auch. Aber bevor ich das anklebe, werde ich erstmal hier alles einmal komplett ringsrum sauber machen und da hinten das einmal abbändern mit dem Überstoß. Ja, und dann probiere ich damit anzufangen. Ich will die auch komplett hier um die Ecke legen und dann einschneiden und das Zwischenstück dann entsprechend abkleben. Und bei den Außenecken, ich versuche auch alles in einer Linie zu verlegen, ankleben, 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 bis ich beim Fenster entsprechend angekommen bin und dann an den Ecken entsprechend auch unterhalb ein bisschen einschneiden, dann da ankleben, ankleben und den Überstoß entsprechend dann tapen mit weiteren Zeug und dann gucke ich, wie weit ich damit komme. Vielleicht muss ich ja noch eine Rolle bestellen, aber damit wird auf jeden Fall alles komplett abgedichtet sein. Ich habe auch mal geschaut, wie das bei meinem Schwager ausgesehen hat. Der hatte ja seine Porotonsteine. Da hat er dann bis zur zweiten Reihe XPS-Dämmung hingeklebt. Dann hat der Bitum-Dickbeschichtung vom Sockel nach oben an die Dämmung und dann KS-Steine, wo ich Klinkersteine mauer. Und den Sockel aus KS hat er noch abgedichtet von außen. Und damit wäre es das bei ihm tatsächlich. Und bei den Fenstern mache ich auch. Aber da, wenn die Tür eingebaut wird, kommt auch nochmal eine Abdichtung auch bis zur Frostschütze runter. Richtig fett dick angestrichen, angeklebt, alle Ecken und alles Mögliche ausgefüllt. Alles aus einem Guss. Und dann hast du da keine Probleme. Ich hätte mir sogar vorgestellt, da ich ebenerdig baue, dass ich bei den Türen und bei den Fenstertüren hinten noch so eine Rinne einarbeite davor, zwischen Haustür und Pflasterstein, wo das dann in Regenwasser mit angeschlossen wird. Und wenn, ich habe eigentlich Gefälle nach außen, aber dann hast du entsprechend an der Kante nie irgendwie Feuchtigkeit stehen, sondern das geht alles dann in die Rinne und in die Zisterne bei mir hinten rein.
Hat gerade eben ein bisschen geregnet, aber ich gebe nicht auf. Die Klebefläche ist zwar nicht so toll, aber da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Ansonsten sind die Dämmplatten, welche ich hier geholt habe, tatsächlich 8 cm von der Dicke. Manche sogar 8,5 cm, aber hier sieht man das so um die 8 cm. Nur jetzt so aufgrund der Bitumschicht, die ich aufgetragen habe, komme ich mit den Dämmplatten entsprechend nicht ganz an das, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte. Und demnach habe ich hier ab und zu immer einen Versatz. Das heißt, wenn ich die Folie runterlappe, wird es so sein, die Dämmung, die hier drüber kommt, die wird dann hier gegenstoßen, mit an der Folie und dann dem Boden angeklebt. Und dass ich hier einen Luftraum habe, finde ich jetzt nicht so dramatisch in der Form. Müssen wir mal gucken. Hier ist der Versatz nicht so doll. Hier hätten wir auch eine Dämmplatte, 8 cm. Die alte war auch 8 cm. Kommt immer drauf an von der Schichtstärke und alles Mögliche hier. Ja. Und ja, ich habe die erstmal hier ins Trockene gebracht. Ansonsten klebt das am Bitum nicht so gut. Am Porotonsstein etwas besser. Aber ich würde gerne am Bitum dann kleben, damit ich unterhalb mehr Fläche habe. Ich habe gerade eben geschaut mit den Überlappungstechniken, einschneiden und über Eck legen und so weiter. Würde ich ganz gerne machen, probiere ich auch, ist aber sehr, sehr schwierig, weil das zu biegen ums Eck und so weiter nicht so einfach ist. Dann habe ich gerade eben aber einmal das Alu-Tape hier ausprobiert und das ist von der Klebhaftigkeit oder das klebt auf jeden Fall besser. Und demnach werde ich das unten am Boden und oben am Stein oder an dem Bitum entsprechend einmal ankleben damit. Und dann sollte das okay sein. Und ist auch dann gut abgedichtet, weil das kannst du in jede Pore quasi so mäßig reindrücken. So schaut das Ganze in der Form aus und ist wasserdicht, da ich hier auch die Kehle entsprechend komplett gut gemacht habe. Du musst da unten so ein Stück wegschneiden und dann kannst du das so überlappen und dann musst du diesen Stoß und diesen Stoß entsprechend zukleben und dann ist das gut. Ich schaffe es doch nicht, das hier an der Seite zu überlappen. Wenn ich den Türanschluss mache und die Abdichtung, dann werde ich hier an der Seite auch anarbeiten. Hier muss sowieso verputzt werden, die Leibung einmal komplett. Und dann kommt das, wenn die Tür eingebaut wird, entsprechend hier mit der Dichtung nochmal bis zur Frostschütze runter und dann ist das gut. Jetzt müsste ich ja hier nochmal XPS-Dämmung vorkleben, aber ich glaube, wenn ich die 30 cm Stücke hinmache, dann wäre das zu kurz. Ich würde schon auf Oberkante Fertigfußboden bzw. auf Straßenniveau sein. Aber das ist jetzt schon mal das Ergebnis von der Innenecke. Aber ich denke, ich werde mir nochmal XPS-Platten holen und die dann gerade schneiden, die gerade Schnittkante dann auf den Boden hinmachen und die Pfalz entsprechend nach oben stehend, sodass ich die Teile, die ich hier auf 30 cm zugeschnitten habe, darauf stecken kann und dann auf die Höhe komme, weil wenn ich die jetzt hier zuschneide und hier vorklebe und das hier mal eben kurz zur Seite, dann wäre ich auf diesem Höhenniveau. Und ich würde gerne auf dieses Höhenniveau kommen, dass das dann so aussieht. Und demnach muss ich mir für da unten noch ein Stückchen dann zuschneiden, so Streifen, da kann ich auch gegebenenfalls mehrere aus einem rausschneiden. Das wäre, um bis zu der Oberkante zu kommen, 16 cm Streifen müsste ich mir rausschneiden. Aber das kann ich machen, wenn ich noch weitere XPS-Platten hole. Mit dem, was ich jetzt da habe, kann ich das an sich jetzt schon fertig machen. Und dann bin ich auf dem Niveau. Und dann kann ich das auch nochmal dick beschichten, die XPS-Platte bis unten zur Frostschürze hin. Und dann kann da Klinker vorgemauert werden.
Und wenn Klinker vorgemauert ist, kann man da auch nochmal Noppenfolie mit den Noppen zur Wand, damit du eine Luftzirkulation hast. Wenn man Dämmung hat, dann die Noppen immer weg von der Dämmung, dann die glatte Seite drauf. Aber wenn du Stein oder Beton hast, dann kannst du die Noppen auf die Steine entsprechend drauf machen. Und das schützt dann auch nochmal erdfeucht da an die Klinkersteine zu kommen. Bis zur Oberkante vom Pflasterstein kann man das dann noch einarbeiten. Genau, und ab dem Punkt kann ich dann noch Dämmwolle hinmachen, dann ist es überhalb vom Erdreich und dann ist das okay. Mache ich ab dem Punkt dann Dämmwolle, kommen auch zwei 8 cm Schichten mit Versatz übereinander. Der eine kommt hier drauf gesetzt, der andere hier unten und dann tak, tak, tak. Das sollte machbar sein. Ja, und dem Hersteller darfst du das am Ende des Tages auch nicht verübeln, dass es jetzt an der Wand nicht klebt. An sich ist es Floorjet und für die Abdichtung vom Boden geeignet. Und da würde es dann aufgrund der Schwerkraft liegen und gut kleben und alles okay sein. Aber so, wenn das nach unten zieht und so eine schwere Folie, dann kriegst du das nicht so gut an die Wand. Aber da hebt es auf jeden Fall. Ich habe sogar die Tapes jetzt noch in die Rillen vom Porotonstein reingedrückt, sodass auch kein Wasser von oben, wenn es regnet, hinterlaufen kann. Naja, dann hat es sich wohl ausgejettet. Ich habe lang genug die Ruhe bewahrt, bin immer noch recht gelassen, aber aufgrund vom Eigengewicht und der nicht vorhandenen Klebekraft kriege ich das alleine nicht gebacken. Wäre man zu dritt zum Beispiel, einer hält an der anderen Seite, der andere an der anderen Seite, einer klebt. Wenn man das dann überlappt, dann ist das mit dem Eigengewicht nicht mehr so groß, dann würde es eventuell hinzubekommen sein. Bei dem kleinen Stück ging es ja in der Form auch. Aber dann wäre es das erstmal. Jetzt die nächsten Tage werde ich nicht auf der Baustelle sein, habe sowieso noch ganz viele andere Termine, aber unter anderem dann Montag und Dienstag Loxon-Schulung in Isernhagen, damit ihr da Bescheid wisst. Und danach habe ich auch noch weitere Termine bezüglich Kundenaufträge. Lasse ich erstmal in der Form so liegen. Jetzt ist dies mit der Bitumenschicht im Sockelbereich zumindest geschützt. Und so kann das jetzt erstmal auch bleiben. Der Rest, der lässt sich dann im Nachhinein noch erledigen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.